Heute backen wir schöne Frühstücksbrötchen mit der Brötchenplatte. Und dafür habe ich schon mal einen Vorteig angesetzt. Den habe ich gestern angesetzt. Der braucht ca. 12 Stunden. Der besteht aus Wasser, Mehl und wirklich einer Spur Hefe. Also ich habe hier das Mehl schon mal abgewogen. Das sind ca. 240 Gramm. Dann haben wir hier ein gutes Stück Butter. Das sind irgendwie um die 10 Gramm. Ein halbes Stück Hefe. Das einfach zwischen den Fingern schön zermahlen, in kleine Klümpchen reinreiben. Milch und Wasser, das habe ich hier schon mal zusammengefügt gehabt. 2 gestrichene Teelöffel Salz. Einen guten Löffel Honig. Und den Vorteig dann. Das Ganze verbrühen wir dann in der Maschine für ca. 5 bis 6 Minuten. Wenn der Teig dann fertig geknetet ist, braucht er noch ca. eine Dreiviertelstunde Ruhe. Mit einem Geschirrtuch abdecken und leicht auf die Heizung stellen oder einfach auch bei Raumtemperatur für 45 Minuten gehen lassen. Der Teig hat jetzt ca. 45 Minuten geruht und ist jetzt schön blasig und schaumig und leicht. Und jetzt können wir Teiglinge formen. So, und wenn man den so ein bisschen eingemehlt hat, dann kann man den tatsächlich gut in die Hand nehmen und einfach so ein bisschen durchkneten nochmal. Und dann kann man den auch einfach mit einem Messer in etwa gleich große Teile in 6 Stück teilen. Der Brötchenbäcker hat 6 Formen, also in 6 Teile. Das passt auch von der Menge ungefähr. Und den habe ich schon mal vorgeheizt, auf voller Stufe bei 250 Grad. So, jetzt habe ich hier die 6 Brötchen mal so angeformt und versucht ungefähr gleich groß zu machen, nur leicht bemehlt, nicht zu sehr bemehlen. Und jetzt müssen sie nochmal ungefähr 10 Minuten gehen, nochmal ein bisschen atmen, nochmal ein bisschen nachgären, also nochmal Blasen bekommen. Und dann kann man sie direkt in die Brötchenform geben, wenn die heiß aus dem Ofen kommt. So, die Teiglinge, die wir vorhin abgeschnitten haben und geformt haben jetzt ca. 10 Minuten nochmal Ruhe gehabt und sind jetzt schön seidig und haben nochmal ein bisschen Volumen bekommen, haben nochmal ein bisschen Blasen gebildet. Und die Platte ist jetzt auch warm, das heißt, wir können die Brötchen backen. So, dafür nehme ich jetzt einfach die Teiglinge möglichst vorsichtig runter von der Platte hier, ich hätte ein bisschen mehr einmehlen können, und lege die vorsichtig hier in die vorgeformten Kugeln. Und jetzt nehme ich ein scharfes Messer und schneide sie, gebe ihnen oben nochmal einen kleinen Schnitt. Und dann kommt noch in die Platte ungefähr so, dass diese Vertiefungen zwischen den Brötchen knapp halb voll gefüllt sind. Das sorgt dafür, dass die Brötchen eine schöne krosse Kruste bekommen und schön knusprig werden. Die Brötchen waren jetzt circa eine halbe Stunde drin, eine knappe halbe Stunde. So dass sie halt oben schön knusprig braun sind. Und jetzt heiß sind sie noch, lassen sich gut rausnehmen. Und wie man sieht, heiß sind sie. Und innen schön fluffig weich. Richtige Frühstücksbrötchen.